Der Solidaritätszuschlag ist verfassungsgemäß. Dieses Urteil verkündet das Bundesverfassungsgericht. Damit wies der Zweite Senat die Verfassungsbeschwerden von ehemaligen FDP-Bundestagsabgeordneten zurück. Beim Solidaritätszuschlag handelt es sich eben nicht um eine echte Steuer, sondern um eine sogenannte Ergänzungsabgabe. Seit 2021 müssen nur noch Besserverdiener und Unternehmen diese Abgabe zahlen. Der besondere Finanzbedarf, für den der Soli bestimmt war, entstand durch die deutsche Einheit ab 1990 und dadurch sollten eben gleiche Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland geschaffen werden. Darüber möchte ich sprechen mit Gitta Connemann von der CDU. Sie ist Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Schönen guten Tag, Frau Connemann. Hallo, Frau Pochhammer. Also jetzt bleibt der Soli erstmal. Was wäre denn daraus jetzt Ihre politische Konsequenz? Also es steht uns nicht an, Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu kommentieren. Aber ich darf schon sagen, dass die Entscheidung für den Mittelstand enttäuschend ist. Denn inzwischen werden fast 70%, so sagt es das Bundesfinanzministerium, von Mittelständlern getragen. Über die Einkommensteuer, über die Körperschaftssteuer. Und das sind die Kleinen, das sind die Selbstständigen, das sind die Handwerker. Und wir hätten uns eine Entlastung gewünscht, weil der Mittelstand zwingend diese Entlastung braucht. Allerdings ist Steuerpolitik Sache der Politik, nicht der Verfassungsrichter. Und jetzt müssen die Koalitionäre liefern. Das heißt, sollten jetzt in einem Koalitionsvertrag eventuell auch Steuererleichterungen aufgenommen werden? Absolut. Die Wirtschaft braucht zwingend Steuerentlastungen. Wir sind im europäischen und internationalen Vergleich ganz oben, wenn es um die Steuerbelastung für die Betriebe geht. Wer wirklich eine Wirtschaftswende will und Wirtschaftswachstum, und das brauchen wir zwingend auch für die Arbeitsplätze, der muss die Betriebe entlasten. Und das geht über die Steuerpolitik. Und deshalb fordern wir als MIT eine Unternehmenssteuerlast, die 25% nicht übersteigt. Jetzt hören wir auch, dass einige Unternehmen jetzt auch schon fordern, also trotzdem der Solidaritätszuschlag, der muss weg. Und das soll jetzt auch in den Koalitionsvertrag übernommen werden. Sehen Sie da Chancen? Es wird ein Gesamtpaket brauchen und dazu gehört ehrlicherweise auch die vollständige Abschaffung des Solidarzuschlags. Dafür stehen wir als Union schon lange ein, denn diese sogenannte Abgabe ist eine Mittelstandsabgabe. Es wird in der Öffentlichkeit immer so verkauft, das sind die Reichen, die zahlen. Nein, es sind diejenigen, die Einkommensteuer zahlen und das tun eben jeder, der eben keine Aktiengesellschaft hat. Und wenn wir wollen, dass es nach wie vor den Bäcker um die Ecke gibt, das Schreibwarengeschäft, den freien Beruf, den Selbstständigen, dann müssen wir etwas tun, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Und das geht über die Steuern. Sind wir mal gespannt, ob die SPD dann da auch mitmacht. Am Freitag geht es ja da weiter. Jetzt wollen wir noch mal auf ein anderes Thema schauen. Streikalarm heute auch hier in Berlin. Ich habe es persönlich mitbekommen, Sie auch vielleicht. Es war die Hölle los schon wieder, ist ÖPNV streikt. Jetzt fordern Sie auch, das Streikrecht einzuschränken in einer gewissen Form. Wie denn genau und warum? Wir als Mittelstandsunion fordern das. Ich mache das deutlich. Das ist nicht die Position der Union. Wir arbeiten noch dran. Denn wir sehen bei Streiks in kritischer Infrastruktur, also bei Verkehr, an Bahnhöfen, in Flughäfen, dass am Ende die Auseinandersetzung nicht mehr zwischen den eigentlichen Parteien geführt wird, also zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband, sondern auf den Schultern abgeladen wird von Dritten, so wie Ihnen heute, vielen Pendlern, die zur Arbeit müssen, Familien, die kein Auto haben, ältere Menschen, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Und deswegen fordern wir, dass bei Streiks in kritischer Infrastruktur notfalls auch gesetzliche Rahmen gegeben werden, Regeln. Und zwar zuerst ein Schlichtungsverfahren durchzuführen und dann zu streiken. Vorlauffristen auch einzuhalten von mindestens 4 Tagen. Bitte nicht auch im Umfeld von Feiertagen wie jetzt an Ostern und bitte auch eine Abkühlfrist wahren. Wir sollten darauf achten, dass Dritte, die sich nicht wehren können, nicht in Mithaftung genommen werden. Jetzt schauen wir noch mal auf die Koalitionsverhandlungen, die da jetzt laufen. Es ist relativ hart. Man behakelt sich bei vielen Themen, auch beim Thema Migration. Zuvor hatte man sich allerdings dann doch auf etwas geeinigt. Friedrich Merz ist aus der Sicht vieler Unionswähler
eingeknickt beim Thema Schuldenbremse. Nicht nur das, viele sprechen von Verrat. Und jetzt sehen wir tatsächlich Kühlungsborn, der CDU-Stadtverband, da sind wahnsinnig viele Menschen jetzt tatsächlich ausgetreten aus der Partei. Was sagen Sie denen? Wie wollen Sie die denn wieder versöhnen? Wahnsinnig viele Menschen sind es nicht. Ja, das doch. In diesem Stadtverband sind es wirklich sehr, sehr viel. Das ist für so einen Stadtverband doch relativ viel auf einmal, ja, muss man sagen. Ich will das, also jedes Mitglied, das wir verlieren, tut weh. Ja. Denn eine Mitgliedschaft in der Partei ist ja nicht wie in einem Verein, sondern eine Partei ist immer eine Wertegemeinschaft. Und deswegen kämpfen wir ja auch um jedes Mitglied. Und deswegen ist auch die gute Nachricht des Montags gewesen bei der Bundesvorstandssitzung, dass die Anzahl der Neueintritte die Anzahl der Austritte überwiegt. Es gibt also keine Austrittswelle. Auch in Kühlungsborn sind am Ende 18 Mitglieder ausgetreten. Aber trotzdem, jedes Mitglied tut weh. Wir respektieren die Entscheidung, auch ich persönlich verstehe sie allerdings nicht. Denn als Grund wird angegeben, die Koalitionsverhandlungen. Die Koalitionsverhandlungen laufen aber noch. Sie sind nicht abgeschlossen. Und ich hätte mir die Gelassenheit gewünscht und wünsche sie nach wie vor, zu warten, was kommt unter dem Strich raus, was allerdings schon ein klares Signal ist. Die Unionsmitglieder erwarten einen Politikwechsel. Ganz genau. Und Sie haben eben auch erwartet, dass Friedrich Merz zu seinem Wort steht. Und da ging es nicht um die Koalitionsverhandlungen als Grund. Grund war die Lockerung der Schuldenbremse, was er vorher ganz klar ausgeschlossen hat und dann im Zuge dieser Verhandlungen dann doch eben gemacht hat. Ja, das ist ein Thema, das ist für viele schwer zu verstehen, war auch für mich ein schwerer Schritt zu gehen. Aber wir haben erkannt, dass die Notwendigkeit, Verteidigungsausgaben sofort ankurbeln zu müssen, um dafür zu sorgen, dass Freiheit gewährleistet ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, so viel drängender ist, als es uns bewusst war. Ich glaube, es geht aber auch nicht um die Verteidigungskosten, sondern eher um das Paket, was mit den Grünen geschnürt wurde, nicht? Um das Infrastrukturpaket. Das Infrastrukturpaket ist ja mit der SPD geschnürt worden. Es gab dann Veränderungen durch die Grünen. Und es ist eben so, wenn man bei Partnern ist. Die einen sagen, ich brauche dieses und das waren die Verteidigungsausgaben. Und die anderen sagen, dafür will ich das, übrigens die Länder auch. Und dann ist am Ende die staatsmännische Frage auch, bin ich dafür bereit, aus Prinzip zu sagen, ich mache es nicht. Und eines hat sich tatsächlich in den Wochen vor der Wahl verändert und das ist das Verhandeln von Donald Trump. Wir haben immer darauf gesetzt, dass am Ende die USA für uns den großen Schirm darstellen wird und uns schützen wird. Und das ist sehr deutlich geworden, dass wir uns auf diesen Partner nicht mehr uneingeschränkt verlassen können. Und da gilt dann tatsächlich auch der Satz von Adenauer, wenn sich Verhältnisse ändern, sich darauf einzustellen und die Größe zu haben, auch neu zu entscheiden. Das haben wir getan. Ich stehe persönlich auch dazu. Aber das heißt eben auch, deutlich zu machen, dass an anderen Stellen wir diesen Politikwechsel jetzt auch liefern. Und aus Sicht des Mittelstandes braucht es dazu zwingend eine Wirtschaftswende. Sind wir gespannt, ob das dann auch mit der SPD so zu machen ist. Am Freitag geht es ja dann weiter mit den Verhandlungen und wir hören schon, da dürfte es ordentlich knallen. Dankeschön, Frau Konnemann, für den Moment.